Als meine heutigen Gäste den Plan hatten, die größte Modellbauanlage der Welt zu basteln, wurden sie für verrückt erklärt. Doch sie gaben die Idee nicht auf. Zum Glück. Denn das Miniatur-Wunderland ist die beliebteste Sehenswürdigkeit Deutschlands. Herzlich willkommen, Frederik und Gerrit Braun. Moin, moin. Moin, moin. Ihr seid im Grunde genommen aus der Nachbarschaft hier rübergelaufen, aus dem Miniatur-Wunderland, was ihr gebaut habt. Und ihr wurdet für Spinner gehalten. Warum eigentlich? Das ist ja vielleicht, also man muss zurückdenken, das war im Jahr 2000, wir hatten eine Diskothek, das war also in dem Sinne der Wechsel von cool auf uncool für viele Leute und das fing damals schon so an, dass so Modelleisenbahn so ein bisschen verpönt war, Mensch, das spielt doch mein Papa im Keller und so und damit dann unseren Traum von ungefähr 100.000 Besuchern im Jahr zu erreichen, das war für viele nicht greifbar. Und dann haben die gesagt, Mensch, gib mir doch das Geld, bevor du es wegschmeißt. Also so eher der Aspekt, da kommen nicht Hunderttausende, ja, sondern vielleicht 50, oder? Ja, das wird bestimmt eine Freakshow und wer will sich denn das anschauen? Das war wirklich ganz merkwürdig, weil sie immer dieses Wort Eisenbahn gehört haben. Und wir hatten eigentlich ja schon so die Welt in klein vor Augen und nicht nur eine Eisenbahn. Genau, und dieses Kleine, ihr habt auch was mitgebracht, ne? Diese kleinen Figürchen hier. Da kann man nämlich ganz viel entdecken. Ja, was kann man denn eigentlich alles entdecken im Wunderland, wer noch nicht da war? Wir haben ja die Modelleisenbahn ist wirklich nur ein Aufhänger. Das heißt, die Welt in klein ist das Wichtige und die ist uns allen auch wichtig, denn da können wir unsere gesamte Kreativität und Ideen und Vielfalt und Fantasien ausspielen. Das heißt, man sieht in den Szenarien, die wir da darstellen, alle Geschichten des Lebens, im Guten, im Schlechten und viel Fantasie. Ich meine, guck mal, hier wollten vielleicht 15, 20 Wunderländer durften heute mal auf große Reise gehen. Ne? Ansonsten sind es 160.000, 180.000 kleine Figürchen, die viele Geschichten aus dem Leben erzählen. Jeder findet sich da irgendwie wieder. Jeder findet sich wieder. Genau, das ne? ist es. Ja. Es sind nicht die Modelleisenbahnen, warum die Leute kommen. Es gibt eigentlich immer nur einen Masterplan und dann sind Häusergassen und auch so Höhenangaben und wo die Gleise liegen festgelegt. Aber der Rest nicht, am Original. Das heißt, die ganzen kleinen Figuren, und das ist ja wirklich eigentlich so das Highlight im Wunderland, diese ganzen kleinen und auch manchmal sehr bösen Geschichten, die entstehen während des Baus einfach von selbst. Man hat viel zu entdecken. Ich war auch schon da, ich habe auch schon fasziniert davor gestanden. Also insofern kann ich das nur bestätigen. Vor allen Dingen findet man auch ganz viele Kirchen bei euch im Wunderland. Ihr habt den Hamburger Michel gebaut. War das einfach oder wie seid ihr da vorgegangen? Das war, wenn wir es mit heutiger technischer Sicht, was wir alles können, schon so, war es eigentlich einfach. Also, aber damals war es eine Herausforderung, weil es besteht aus 1000 Stunden Arbeit, komplette Handarbeit, alles mehr oder weniger auch geschnitzte und geschnittene mit der Hand gefeilte Teile, ist mit der Kirchenleitung zusammen entstanden, also wirklich mit Originalplänen, die wir zur Verfügung hatten. Ist ja richtig gefragt auch dann. Aber heutzutage, wenn wir ihn jetzt bauen würden, würden wir wahrscheinlich so 5000 Stunden dran sitzen, also die 5-fache Menge, weil er noch viel detaillierter wäre. Wir können einfach noch mehr. Wir haben auch technische Unterstützung mehr. Durch gesteigert sozusagen. Wir haben uns massiv gesteigert. Also der Michel war damals, 2002, in unserem zweiten Abschnitt unser Meisterstück. Es war wirklich ein Traum. Ist er auch heute noch. Also er steht da im Hamburg-Abschnitt und strahlt da. Der Trompeter, der spielt jeden Tag auch noch mehrfach sein Liedchen. Aber wenn wir bei Kirchen sind, dann machen wir mit Kirchen weiter, weil du gerade auch davon angefangen hast. Ihr habt auch den Petersdom. Ja. Hier, das sieht man ja, das ist ja wirklich, man denkt ja, man steht quasi als Riese vor dem Petersplatz. Da haben wir die Originalpläne auch angefragt, aber nicht der Vatikan wollte sie uns nicht geben. Und wie habt ihr das da gemacht? Wir haben uns 1000 Fotos ungefähr gemacht, waren es tatsächlich ungefähr, die wir uns erstmal stundenlang hingesetzt haben und haben 6 Monate geplant. 6 Monate. Das heißt, am Computer gesessen und diesen Bausatz ist das sozusagen, der aus 22.000 Teilen besteht, am Computer entworfen, weil das hätte man, 22.000 zueinander passende Teile hätte man nicht mehr ohne Hilfe des Computers, des 3D-Programms hätten machen können. Und dann ging die Arbeit los und da haben wir dann nochmal 16 Monate dran gesessen, diese 22.000 Einzelteile zusammenzubauen. Aber da wir keine Pläne hatten, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier hinten, es gibt ja Besucherbereiche, wo man auch oben hoch kann, aber hier im hinteren Bereich ist ein Schatten für uns gewesen. Da gab es keine Besucherbilder, man darf da nicht hin. Google von oben war nicht genau genug, das heißt, hier das sind die Privaträume des ein bisschen geschätzt. Also wir haben sozusagen es in dem Sinne weitergeführt, wie das Gebäude an sich so gebaut war, von der Farbgebung her, aber 100% sicher wissen wir es nicht. Was ist denn die Geschichte hinter diesem Foto? Ah ja, das ist ein Hashtag, der auf einer Mauer steht, Let the world be great again.
Ja, da habt ihr mal euch ein bisschen gewagt, etwas zu machen im Miniaturwunderland. Ich versuche mal die Kurzfassung. Wenn man sich mit der Welt beschäftigt, weil wir sie im Original nachbauen wollen und damit wollen wir sie perfekt nachbauen, dann findet man in der Welt auch so einiges, was einem nicht gefällt oder wo man sich sagt, warum läuft das so? Und spätestens, wenn dann ein Herr T. in den USA ganz weit weg an die Macht kommt und seine Parolen raushaut. Herr Trump, wir dürfen den Namen sagen. Ich bringe ihn nicht über den Mund. Nein, wenn Herr Trump in irgendwas von Mauern und von ideologischer Abschottung seines Landes gegen den Rest der Welt und Make America Great Again rausposaunt, dann haben wir gesagt, okay, wir haben den Amerika-Abschnitt, wir müssen den verändern, wenn du dein Land und die Welt veränderst. Wollen wir nicht, finden es jetzt schön bunter und lebendiger, dann zeigen wir der Welt mal lieber, wie es aussieht, wenn ein Land sich ideologisch abschottet und haben diese Mauer vor unseren gesamten Amerika-Abschnitt gebaut. Naja, man könnte hochgemauert, also wirklich. Also im Grunde genommen könnte man ja auch sagen, es ist eine Umsetzung dessen, was er im Wahlkampf versprochen hat. Also die Mauer zwischen Mexiko und... Das hatten wir überlegt. Ach so, genau, okay. Das hatten wir überlegt. Aber diese kleine Mauer, die war uns nicht deutlich genug. Da haben wir gesagt, Mensch, diese Mauer in Mexiko wird er sowieso nie bauen, behaupte ich. Also schätze ich einfach mal, und wenn nur ein kleines Stück. Aber was er ja macht, ist eine ideologische Mauer. Er schottet dieses Land im Nationalismus und so weiter ab. Da können wir ein Bild für liefern. Und den Hashtag, der uns gefällt, ne, aus seinem machen wir mal den richtigen, Let the world be great again. Das war sie nämlich vorher. Und die setzen wir davor und mit dem Ziel, Leute, guckt euch mal diese Mauer an. Wie sieht das aus, wenn so ein ganzes Land sich abschottet? Wollt ihr das? Und dann standen einige Besucher wirklich geschockt davor und fanden dieses Bild doch sehr beeindruckend. Da haben wir genau das erreicht, was wir eigentlich wollten. Viele haben gesagt, warum macht ihr politische Aussagen? Das ist keine politische Aussage unserer Meinung nach, sondern die Leute sollen sich das vorstellen, gucken, ob es ihnen gefällt, sich eine Haltung oder eine Meinung bilden. Was sie danach wählen, ist mir egal. Es hatte aber Konsequenzen. Es hatte Konsequenzen. Und welche? Es gab einen Shitstorm, wie man es heutzutage sagt, aus Amerika. Und einen Love-Storm aus dem Rest der Welt. Das war sogar ganz witzig. Wir haben wie immer sehr hitzig diskutiert früher und sind in der Sache gleicher Meinung gewesen. Ich hatte ein bisschen mehr Respekt vor dem Shitstorm als Gerrit. Aber wir haben uns wie immer dann entschieden dazu. Also eigentlich machen wir jede Idee dann doch am Ende, wenn wir darüber diskutiert haben. Und so war es dann auch. Und über Nacht kam dann, als die Amerikaner wach waren und wir Deutschen geschlafen haben, kam dieser Shitstorm. Also da kommt der Ami zu Licht, wie er ist. Also sagen wir mal so, 50% ist gegen Trump, 50% dafür. Aber wenn ein Ausländer etwas gegen das Land sagt, sind sie alle gegen diesen Ausländer. Sie sind dann doch so patriotisch, dass sie sozusagen, egal ob sie für oder gegen Trump war, gesagt haben, spielt doch lieber mit eurer Modelleisenbahn, haltet euch aus unseren Sachen raus, ab heute bin ich nicht mehr euer Fan. Wir haben über 2000 amerikanische Fans verloren, also wir haben sehr viele amerikanische Fans und es kehrte sich aber um. Das Abendblatt zum Beispiel hat dann am nächsten Tag darüber geschrieben, dass unser Shitstorm, unser Mut, den wir hatten in Amerika, für Ärger gesorgt hat und dass wir so viele Fans verloren haben. Das haben sie auch bei Facebook gepostet und auf diesem Facebook-Post von dem Abendblatt haben sich Tausende drunter geschrieben und jetzt habt ihr einen Fan mehr. Wir haben also 2000 verloren und weit über 10.000 am nächsten Tag durch dieses Publikwerden dieses Shitstorms dazugewonnen. Weil die Message eigentlich die richtige war. Mensch, wir müssen in der Welt zusammenhalten. Und deswegen meinte Gerhard gerade, ein Shitstorm kehrte sich in einen Lovestorm um. Nur in Amerika nicht. Und ein bisschen in England, komischerweise. Da fanden auch einige das nicht so witzig. Es ist nicht nur ein Hobby, das zu eurer Leidenschaft und eurem Beruf geworden ist. Es ist auch eine Form, wie ihr das, was ihr denkt und was ihr an Haltung habt, auch transportiert und auch ganz bewusst transportiert. Dazu gehört auch, dass man oder bestimmte Gruppen einmal im Jahr kostenlos ins Miniaturwunderland dürfen. Warum? Warum macht ihr das? Und wer? Vor vielen Jahren Weihnachten bin ich aus der Kirche gekommen und da stand, glaube ich, es war eine Sinti- oder Roma-Familie. Die Kinder wussten, dass es in der Kirche immer Schokolade gibt. Und ich habe unsere Schokolade denen gegeben. Und die haben fast geweint vor Freude. Und das war für mich so eine Initialzündung, Mensch, es gibt Kinder, die sich über ein Stückchen Schokolade am Heiligabend freuen, weil sie es sonst nicht kriegen. Und dann bin ich zu Gerhard und habe gesagt, Mensch, wir müssen die alle mal einladen, damit jeder das Wunderland sehen kann. Und dann haben wir überlegt, wo findet man eine Grenze? Und wir haben ganz schnell gemerkt, das geht nicht. Ne? Man kann jetzt auch mal irgendeinen Ausweis vorzeigen. Dann haben wir gesagt, wir machen das einfach mal so, Januar ist ein bisschen Platz. Wir stellen uns einfach mal vor die Kamera und sagen bei Facebook, Mensch, jeder, der sich das nicht leisten kann, kann jetzt im Januar mal einfach umsonst reinkommen. Er muss nur in der Kasse sagen, ich kann mir das nicht leisten. Und man soll selbst entscheiden, ob das möglich ist oder nicht. Und daraufhin haben 90% der Leute geschrieben, ihr seid wahnsinnig, vertraut den Menschen nicht, die werden euch betrügen, die fahren mit Mercedes vor und dann sagen sie, ich kann mir das nicht leisten und so weiter. Und nervös waren wir, sage ich mal so, aber
Es war eigentlich vom ersten Tag an ein Märchen und ich freue mich eigentlich das ganze Jahr immer am meisten auf diesen Moment, weil was man da an der Kasse erlebt, das ist weinende Kinder, weinende Eltern, also manchmal weinen wir alle, weil die so dankbar sind und es ist sogar nachrechenbar, warum sie uns, dass es wahr ist, dass sie uns nicht betrügen. Wir tippen maximal 3 bis 4% schummeln, mehr nicht. Denn eine Familie, die sich das nicht leisten kann, die kann sich ja auch nicht die Cola oder die Pommes im Restaurant bei uns leisten, auch obwohl sie günstig sind. Wir sehen also, wenn wir vorher 1000 Gäste hatten, die gezahlt haben, einen bestimmten Umsatz hatten, mit 2000 Gästen, also 1000, die davon umsonst reingekommen sind, haben wir nicht mehr Umsatz gehabt im Bistro. Diese 1000 Gäste haben also keinen Umsatz gemacht. Warum nicht? Sie können es sich nicht leisten. Also es ist wirklich tatsächlich so, vertraue den Menschen und sie werden das nicht missbrauchen. Die meisten. Und das Erstaunliche darüber hinaus ist, dass es ja nicht nur Freudentränen an der Kasse gab, sondern auch wieder ganz hässliche und bösartige Reaktionen auf Facebook. Ja. Welche denn und warum? Es gab die Reaktion, dass das ja alles Sozialschmarotzer seien im ersten Jahr. Das waren auch ganz harmlos, die gab es immer wieder nach dem Motto, also Neider oder wie auch immer. Aber im zweiten Jahr, wo wir es gemacht haben, Hochzeit der Flüchtlingssituation, war in einer Zeitung, wo ein Bild, wo auch ausländische Mitbürger drauf waren, über diese Sache. Und das hat ein super positiver Bericht. Einen Herrn, der aber angab, sämtliche Eisenbahner, wie er nannte, Deutschlands zu vertreten, so erbost, dass er uns einen Hassbrief, haben wir ihn getauft, geschickt haben. Syria im Wunderland stand drüber und hat also so weggezogen auch über unsere Politik und dass es überhaupt diese Flüchtlingskrise gibt und dass wir die jetzt auch noch umsonst ins Wunderland reinlassen, das ist schlimm und Schmarotzer, mit seinen Eintrittsgeldern würden wir Flüchtlinge unterstützen und sowas. Und unterschrieben hat er das mit, wir wünschen Ihnen noch eine bombenlose Zeit. Das war einer von vielen Briefen, muss ich dazu sagen, in der Phase, also fürchterlich. Und ich bin mit diesem Brief zu Gerrit gerannt und habe gesagt, jetzt ist Schluss, Schluss, ich poste den jetzt bei Facebook. Der kommt, also wir schwärzen seinen Namen und so und also mindestens 1000 haben nach der Adresse gefragt, weil wir wissen die ja, ne, weil die drauf stand. Ach, die hat er noch komplett. Ich habe auch mit ihm telefoniert, ich habe ihn vorher angerufen und mit dem Mann war nicht zu diskutieren, keine Chance, also herzlos hoch 10. Und dann haben wir den veröffentlicht, aber nicht um ihn zu denunzieren, sondern um eine Message zu verbreiten. Facebook und die sozialen Medien waren zu der Zeit, und es ist ja auch noch nicht so viel besser geworden, heute eher negativ. Das heißt, man könnte als neutraler Leser denken, dass ganz Deutschland negativ denkt und alles böse findet. Ist aber nicht die Realität. Nur die Menschen, die Angst haben und von ihrer Angst getrieben sind, die nutzen solche Medien dafür, ihre Angst sozusagen loszuwerden und zu verbreiten. Die vielen, vielen Menschen, die eigentlich glücklich sind, dass sie in Deutschland leben, die sind zu leise, haben wir damals gesagt. Also haben wir gesagt, bitte, bitte, schaut euch das an. Das ist, so weit sind wir in diesem Land. Sagt euch mal, seid ihr zufrieden? Und wenn ihr zufrieden seid, dann postet das, dann schreibt das mal, dann geht mal gegen diesen Hass, der da ist. Und das war Wahnsinn, es war absoluter Wahnsinn, was passierte. Ich glaube, es waren 10.000 Kommentare unter diesem Brief. Und immer wenn irgendein verirrtes kleines Männlein wieder eine kleine Hassbotschaft losgeworden ist, hat er ganz viel Liebe von sofort 100 anderen Leuten bekommen. Soll ich dich in den Arm nehmen oder so? Und das hat sozusagen bei uns, auf unserer Facebook-Seite war wochenlang erstmal Ruhe. Wenn immer wir was Politisches gemacht haben, wurde nicht mehr gleich so böse reagiert. Das ist eine schöne Überleitung zu dem letzten Foto, was ich nochmal mir ins Gespräch genommen habe. Und zwar ist das die Demonstration anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg. Und ja, es sind politische Statements da, Mindestlohn weltweit, auf jedem kleinen Zettelchen, das sind ja ganz, ganz viele, spiegelt ihr die politische Demonstration, die stattgefunden hat und wahrscheinlich auch alles andere, was um den G20-Gipfel war, en Miniatur wieder. Wie sind denn die Reaktionen der Menschen? Finden die das gut, wenn sie eine Freizeitveranstaltung machen wollen und dann mit politischen Statements konfrontiert werden? Sie sind völlig unterschiedlich. Also das war sozusagen unsere Form der G20-Wunschdemonstration und nicht so, wie sie dann am Ende stattgefunden hat. So schön sah die nicht aus. Das war unser Wunsch. Wenn man so einen großen Gipfel mutig in einer Großstadt macht, dann sind wir doch bitte, wir Bürger, alle da und erzählen mal, was wir so wollen, denn wir sind immer ein paar mehr. Und um uns soll es auch eigentlich gehen. Ihr sollt nicht gucken, wie ihr untereinander Politik macht, sondern ihr macht sie für uns. Und damit sind wir da und haben unsere Gäste aufgefordert, was wünscht ihr euch? Als Haltung, als politische Botschaft oder wie auch immer. Und dann geben wir das denen mit in der Hoffnung, dass sie es sehen. Es sind auch einige gekommen. Und die Reaktion unserer Besucher, also im Endeffekt
Es waren 5000 sind fast Wünsche, alle, die genau, es sind Wunderländer fast alle Wünsche und es veröffentlicht fällt haben. einem auf, es hat damit nichts mit Wirtschaft zu tun. Diese Wünsche sind alle in die Richtung Mensch, Menschlichkeit oder irgendwas. Und das war auch das, was wir gehofft haben, dass wir eigentlich eine globale Aufforderung machen können, hey, wir sind die Menschen und wir wollen, dass Politik für den Menschen gemacht wird und nicht für Kapitalismus oder irgendwas. Es ist aber so, dass man sehen konnte, dass ein Teil der Besucher das nicht gut fand. Woran hat man das gesehen? An den Reaktionen, auch teilweise ausgesprochene Reaktionen. Das sind nämlich diejenigen gewesen, die ins Miniaturwunderland kommen, um abzuschalten. Um einfach von der Welt da draußen vielleicht auch einfach mal, ich brauche mal Ruhe. Für die sind wir sozusagen das Katzenvideo anfassbar sozusagen, das sagen wir immer. Und die wollen einfach sich entspannen. Die sehen da zwar bei uns auch die Probleme, wir stellen ja die gesamte Welt da, aber da gucken sie als großer Mensch von oben runter und dann fühlt man sich plötzlich groß und die Probleme werden klein. Das führt zu etwas. Und in dem Moment, wo sie mit der Alltagssituation, die mit dem Problem zu stark konfrontiert werden, wie zum Beispiel hier durch diese ganze Demonstration, sagen sie, es verschandelt den Abschnitt oder wie auch immer, es ist aber ja eine Reaktion für irgendwas Innerliches. Denn der Großteil der Menschen fand es doch irgendwie gut und hat sich sogar auch beteiligt. Man konnte nämlich sein Fähnchen selbst dahin stecken. 5000 immerhin, innerhalb von einer Woche. Und diese politischen Statements, die ihr ja gebt und die euch ja auch am Herzen liegen, das geht ja weit über Modellbau hinaus. Warum macht ihr das? Also was ist euch wichtig? Mir ist wichtig zum Beispiel, dass das für mich kein politisches Statement ist. Ein politisches Statement wäre, wähle die und die Partei. Für mich ist das ein Statement von Menschen an andere Menschen. Also eine Haltung anzunehmen. Das Allerwichtigste, wenn sich ein Mensch keine Gedanken macht, dann ist er empfänglich für komische Botschaften, eventuell auch für Angstmacherei oder Ähnliches. Wenn man sich selbst seine Gedanken macht und sagt, was ich möchte, was ist mein Ziel, dann ist man nicht empfänglich für irgendwelche Bauernfänger oder Ähnliches. Das ist so die Grundgeschichte. Also sich eine Meinung zu bilden und idealerweise auch eine Haltung zu entwickeln, das will ich. Da wird bei 90, 95, vielleicht 99% der Bevölkerung irgendwas für die Menschheit rauskommen. Was danach folgt, ist die politische Entscheidung. Okay, ich wähle die und die Partei, weil die bietet mir das oder wie auch immer. Wir möchten eigentlich keine Politik machen. Wir möchten eigentlich nur auffordern, nachzudenken. Und hier und da merkt man vielleicht, dass wir eher so dem Hamburger Typus entstehen, der vielleicht eher ein bisschen weiter links anzuordnen ist. Aber für mich ist das eher, die den Menschen in den Vordergrund stellen. Ich erinnere mich daran, ich habe gerade wieder vorgestern, als ich irgendwas gepostet habe, stand drunter, das linksversiffte Wunderland meldet sich wieder zu Wort. Und das fand ich ein Kompliment. Also ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Also, aber man muss damit rechnen. Also wenn man sozusagen diese Öffentlichkeit, die viele ja nicht sehen als Plattform dafür, die sagen, sie wollen abschalten. Und wie gesagt, gerade aus dem amerikanischen Bereich bei der Trump-Mauer war dieses, spielt doch mit eurer Eisenbahn. Oder ich will mit eurer Eisenbahn, oder ich liebe eure Eisenbahn. Ihr wollt doch eine Eisenbahn bauen. Und was hat das mit Politik zu tun? Und am Anfang war ich nicht müde, denen zu schreiben, das ist für mich keine Politik, es ist nur Aufforderung nach Menschlichkeit. Was anderes ist es nicht. Ein nettes Zusammenleben zu erreichen. Kurz zu beantworten könnte man visionär sagen, wir müssen die Welt ja so bauen, wie sie ist. Das ist unser Maßstab. Wir wollen eine naturgetreue Landschaft möglichst perfekt nachbilden, wie sie ist. Da sie uns teilweise nicht gefällt, müssen wir sie da draußen ändern, damit wir sie dann so nachbauen können, wie wir sie haben wollen. Aber wenn ich ehrlich bin, wir haben uns am Anfang nicht so getraut. Also wir hatten schon immer eine Meinung und schon immer das Gefühl, irgendwie was verbessern zu wollen oder zu verändern zu wollen. Aber also die ersten 5, 6 Jahre im Wunderland haben uns das nicht getraut. Da waren wir auch noch zu nervös, nimmt man uns das übel oder haben noch nicht an diesen langfristigen Erfolg geglaubt. Ich werde zum Beispiel nie vergessen, wir haben 98% Kundenzufriedenheit gehabt, bevor diese Trump-Mauer-Geschichte kam. Und waren da immer sehr glücklich, mit nirgendwo anzuecken. Und dann waren es 97 bis 96 nach der Trump-Mauer. Es war ein bisschen gesunken. Und wir hatten eine Diskussion abends, wo du kurz ein bisschen nervös warst, sollten wir sowas tun oder nicht, aber dann wir gemeinsam entschlossen haben, selbstverständlich. Und dann weiß ich, hast du deinen schönen Spruch, nämlich daraufhin im Abendblatt gesagt, der mir weiterhin so gefällt, lieber verliere ich 1% meiner Kundenzufriedenheit oder meiner Kunden als meine Seele. Und das steckt so ein bisschen dahinter. Ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr hier gewesen seid. Und ich drücke die Daumen für das viele Tüfteln und Machen und Tun und für viele weitere gute Ideen. Wir fahren jetzt zurück mit dem Fahrrad ins Wunderland. Super. Und Ihnen danke ich dafür, dass Sie zugeschaut haben bei So gesehen Talk am Sonntag. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Und